Dom's Wheel World. Das ist der dritte und letzte Teil aus der Reihe Urlaub mit Rollstuhl. Einen Link zu Teil 1 findet ihr hier oben. In dieser Folge will ich euch ein paar Ausflugsziele zeigen, die ich mit dem Rollstuhl auf Teneriffa besucht habe. Manches barrierefrei, manches auch eher abenteuerlich. Also seid gespannt, los geht's nach dem Intro. Obwohl man bei spitzenmäßiger musikalischer Unterhaltung auch seinen kompletten Urlaub einfach im Hotel verbringen könnte, wollte ich gern ein bisschen mehr von der Insel sehen und ein paar Ausflüge machen. Für einen kurzen Überblick: Wir befinden uns auf Teneriffa, ziemlich im Süden, unweit des Flughafens. Die barrierefreie Strandpromenade ist vom Hotel nicht besonders weit entfernt und ist mit dem Rollstuhl gut erreichbar. Am Strand gibt es einen Holzsteg mit einem Holzplateau und einer Überdachung. Das ist mit dem Rollstuhl alles gut erreichbar und wer möchte, kann sich sogar mit einem Strandrollstuhl ins Wasser bringen lassen. Das Marisol Hotel selbst habe ich ja bereits im letzten Teil vorgestellt. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Möglichkeiten es hier gibt, einen Ausflug zu machen. Ich hatte geplant, den Loro Park zu besuchen und wollte auf jeden Fall hoch aufs Plateau vom Teide. Dazu wollten wir uns eigentlich einen Mietwagen holen. Nachdem die Preise für ein Auto, das groß genug ist, aber recht gesalzen waren und auch noch die Taxibestellung einfach und bequem über die Hotelrezeption möglich war, haben wir das Taxi dem Mietwagen vorgezogen. Nachdem mir ein Flyer vom Jungle Park in die Finger gekommen war und ich feststellen musste, dass dieser gar nicht weit weg ist vom Hotel, haben wir beschlossen, erstmal dahin zu schauen. Also mit dem Taxi ab zum Jungle Park. Über die Barrierefreiheit im Jungle Park habe ich mich vorher nicht erkundigt, weil ich mit meinem Vorsatzrad eigentlich meistens ganz gut zurechtkomme. Eigentlich habe ich einen Zoo erwartet, aber es kam dann doch ganz anders. Es war einfach ein Dschungelabenteuer. Welcome to the jungle! Der Jungle Park ist wirklich ein absolutes Highlight mit dem Rollstuhl. Man hat einen Dschungel, der mit ganz gut befahrbaren Wegen durchzogen ist. Man kommt über Holzstege und wer besonders abenteuerlustig ist, kann sich auch auf die Hängebrücke wagen. Außerdem hat man selbst an recht warmen Tagen hier ein angenehmes Klima. Eine Hilfsperson für kurze Steigungen ist hier sicher sinnvoll und man sollte sich am Eingang schon über die barrierefreien Toiletten erkundigen. Ansonsten gibt es hier auch noch einige Tiere.
Richtige Dschungelatmosphäre. Und eine Seehundshow. Das war schon mal überraschend cool. Als nächstes steht der Teide auf dem Plan. Es gibt hier Rundtouren mit dem Taxi zum Pauschalpreis. Und bei einer 6 Stunden Taxitour für 150 € kann man wirklich nichts sagen. Die Fahrt auf den Teide führt einen durch die unterschiedlichsten Klimazonen und man hat ständig andere Gewächse um sich herum. Teils sind es Bäume, dann sind es nur noch Kakteen, irgendwann wächst gar nichts mehr, wirklich faszinierend. Unser Taxifahrer hat uns empfohlen, dass wir uns einen riesigen uralten Baum anschauen, der etwas schwierig erreichbar war für mich. Oben auf dem Plateau vom Teide gibt es eigentlich anscheinend einen rollstuhlgerechten Weg. Der hatte aber leider genau in dem Moment, als ich dort war, Baustelle. So, jetzt sind wir wieder auf Meereshöhe angekommen. Ich empfehle wirklich jedem, der auf Teneriffa ist, einmal zum Teide hochzufahren. Die Landschaft, die sich verändert und der grandiose Ausblick ist wirklich einmalig. Mit dem Rollstuhl hat man hier auch ganz gute Möglichkeiten, die Aussichtspunkte zu erreichen. Und dadurch, dass wir mit dem Taxi gefahren sind, konnten wir uns auf der Fahrt alle ganz entspannt die Landschaft anschauen. So, ich chill jetzt noch ein bisschen am Pool. Das Video ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und motiviert vielleicht den einen oder anderen auf Teneriffa zu gehen und dort ein paar Ausflüge zu machen. Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare und lasst einen Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.